Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PS Speicher TV. Wir stehen hier an einem kalten Herbstmorgen in der Nähe von Einbeck mit einem der japanischen Superbikes, das man sehr, sehr selten auf der Straße gesehen hat. Es ist seit kurzem im Bestand vom PS Depot Motorrad. Ich freue mich, dass mein Kollege Jörg Weber hier ist. Jörg Weber ist unser Sicherheitschef im PS Speicher und er hatte diese Maschine 10 Jahre in seinem Besitz und weiß natürlich einiges zu berichten. Mehr als ich, weil ich bin dieses Motorrad zwar bereits auch schon gefahren, aber natürlich nie so lange und so intensiv wie mein Freund und Kollege Jörg. Du hast dieses Motorrad 10 Jahre lang besessen, du hast auch dran gearbeitet, dran geschraubt, bist natürlich in den 10 Jahren auch viel mit der Maschine gefahren. Aber deine Beziehung zu diesem Modell, die ist ja viel älter als diese 10 Jahre. Das begann ja in deiner Jugend. Das ist richtig. Das Motorrad, das hat mich schon immer begeistert. Damals, da war ich halt noch nicht in der Lage, sowas zu fahren, weil ich gerade mal 16 Jahre alt war. Der kleinste gemeinsame Nenner war meine schwarze MB8, die ja tatsächlich ein bisschen Ähnlichkeit damit hat. Natürlich längst nicht so viel PS. Mit 18 habe ich dann angefangen, Auto zu fahren. Da war Motorrad erstmal ganz lange kein Thema. Und wie gesagt, dann ganz viel später, da kam mir das dann wieder in den Sinn und dann musste es genau dieses sein. Ja, diese schwarze 1100er Yamaha in S-Version mit der Cockpitverkleidung und dem schmalen Tank, das war ja ein ziemlich seltenes Superbike. Musstest du vor 10 Jahren sehr lange suchen oder wie kompliziert war das, so eine Maschine in so einem schönen Originalzustand aufzutreiben? Ja, das hat sich eigentlich durch den Zufall ergeben. Also in meinem direkten Freundeskreis, da haben noch 3 Freunde genau ein solches Motorrad und die haben mir das im Grunde vermittelt. Das war für mich erstmal so gar nicht schwer daran zu kommen. Dann habe ich das natürlich mit der Zeit noch so ein bisschen umgebaut. Alles, was eben nicht original war, habe ich von einem zweiten Motorrad, was ich zufällig miterworben habe, dann umgebaut und ja, jetzt sieht sie so aus. Das war natürlich für uns ein toller Gesichtspunkt, dieses Motorrad zu erwerben von dir, weil es halt wirklich original war. Die einzige Änderung gegenüber dem Serienzustand, das sind diese Koni-Federbeine. Das war damals eine ganz, ganz übliche Optimierung, weil die japanischen Serienfederbeine eben qualitativ nicht so gut waren wie diese niederländischen Koni-Federbeine. Und man muss dazu sagen, die Maschine hat auch schon über 73.000 Kilometer auf dem Tacho, präsentiert sich im wirklich tollen Originalzustand. Im ersten Lack ist nie restauriert worden, hat ein bisschen Patina, ein paar Gebrauchsspuren, aber wurde offenbar immer doch gut und pfleglich behandelt. Ja, dass die Maschine gleich von Anfang an so robust war, dauerhaft lange gut funktionierte und sich dadurch natürlich auch brillant für lange Strecken eignete, das wurde auch damit erkauft, dass man bei Yamaha übermäßig solide baute. Wenn man sich die Maschine anguckt, dann sieht man, dass sogar die Schutzbleche aus massivem Metall sind. Der Motor ist grundsolide gemacht, der ist nur 4 cm schmaler als ein 6-Zylinder-Motor in der Honda CBX. Und diese Bauweise führte leider natürlich auch zu einem sehr, sehr hohen Gewicht, rund 260, 270 Kilo. Ohne dass der kleine Tank ganz voll ist, schlagen hier zu Buche. Und dazu kommt, wie bei vielen Entwicklungen aus der Zeit aus Japan, ein Fahrverhalten, das man weder als besonders handlich noch als besonders fahrsicher oder hochgeschwindigkeitsstabil einstufen kann. Ja, und natürlich gab es damals das eine oder andere Mittel, um dieser doch auffälligen Mischung aus Instabilität und Schwerfälligkeit so ein bisschen aufzuhelfen. Ich sprach ja schon die Koni-Federbeine an. Wir haben hier vorne noch einen nachgerüsteten Gabelstabilisator. Das ist immer schon ein Indiz, dass die serienmäßige Gabel doch ein bisschen zart und schwach war für diese Leistungs- und Gewichtsklasse. Ich bin die Maschine mal gefahren und mein Fazit war eigentlich so, als wenn man versucht, mit einer Transall Kunstflug zu fliegen. Ja, und daher, Jörg, an dich meine Frage, nachdem du dir das Motorrad gekauft hast und damit gefahren bist, hat dir das doch, ich sag mal, gewöhnungsbedürftige Handling. Konntest du dich darauf einstellen oder hat dir das auch manchmal ein bisschen den Spaß genommen?
Also ich habe mich immer gut drauf einstellen können. Auf lange Strecken ist das natürlich ein Traummotorrad, weil man aufrecht bequem drauf sitzen kann, weil sie genügend Druck hat. Man kann im 5. Gang durch Ortschaften fahren und locker hinten wieder raus beschleunigen. Wenn man mal sportlich fahren möchte, muss ich zugeben, braucht es ein wenig Mut und auch ein wenig Kraft. Von daher, das mit der Transall trifft es eigentlich ziemlich gut. Was halt für das Motorrad spricht, ist einfach dieses tolle Design, das das Gewicht vergessen lässt. Diese Schwarz-Gold-Optik, die kam eigentlich von der britischen Tabakmarke John Player, von den Zigaretten. Und John Player war in der Formel 1 der Sponsor von Lotus. Also waren die Fahrzeuge glänzend schwarz lackiert mit goldenen Elementen. Und insofern versteckt dieses Motorrad sein Gewicht und seine Kraft ganz gut hinter dieser sehr eleganten Fassade. Wenn Sie diese Maschine sehen wollen, sie ist praktisch der Türsteher unter den japanischen Superbikes. Kräftig, breitschultrig, nicht leicht zu erschüttern, aber auch im Handling gewöhnungsbedürftig. Dann besuchen Sie uns doch im PS-Depot Motorrad, wo diese Maschine neben hunderten anderer interessanten Motorräder und ganz vielen japanischen Superbikes aus der kernigen Ära zu sehen ist. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Unterstützen Sie den PS-Speicher und werden Sie Mitglied bei den Förderfreunden PS-Speicher.